herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trackmania. Und in der letzten Folge haben wir die Winter 2024 Kampagne abgeschlossen. Und ich habe gesagt, wir springen dann in den Frühling. Aber das war tatsächlich nicht wahr, weil erstmal ist das neue Rally-Auto rausgekommen. Und daher spielen wir jetzt erstmal die Rally Discovery-Kampagne. So, ich bin gespannt, wie sich dieses neue Auto verhält. Okay. Boah, das klingt geil. Da ist Gold. Okay. Ich wollte schon sagen, das war halt echt nicht gut. Okay. Das fängt auf Asphalt halt instant an zu driften. Also auf Asphalt muss man wirklich sehr vorsichtig steuern. Stark. Okay, jetzt lernen wir wohl mit dem Stadium-Auto diese neuen Burgelemente kennen. Was ja jetzt eigentlich nicht so das Problem ist, weil das ist ja im Grunde genommen einfach nur Dirt. Das ist ja nichts anderes als vorher der Dirt, nur ist halt enger. Oh, okay. Holz. Wie verhält es sich auf Holz? Okay, ich habe das Gefühl, so wie das schon abgehoben ist gerade, das ist... Oh ja. Okay, das flippt auf Holz sofort, wenn man zu stark lenkt. Ja, ich will das jetzt mal kurz testen.
Ich will das mal kurz testen, wie das ist, wenn man zu stark lenkt. Hier, wenn ich jetzt einfach nur scharf in diese Kurve reingehe. Okay, es ist nicht geflippt. Ich versuche es ja jetzt mal hier, wo ich viel Speed habe. Okay, nein, man kommt nur komplett außer Kontrolle. Man verliert die Kontrolle, aber es flippt nicht. Was? Ich habe eine Wand berührt. Ich habe eine Wand berührt. Wie war das? Egal, weiter. Okay, ich glaube, Bremsen ist mit dem Auto gar keine gute Idee. Generell nicht. Weil dann verliert man einfach viel zu viel Geschwindigkeit. Vielleicht so ein kleines Antippen vor der Kurve, dass man besser in den Drift reinkommt vielleicht. Das wäre eine... Es könnte sein, dass das das Ganze besser macht. Nee, okay. Gold mit 10.000 Mal die Wand berührt, Alter. Das ist doch lächerlich. Okay, das war langsam, aber das war cool. Da geht aber mehr. Da habe ich gerade am Ende die Wand berührt. Damit bin ich zufrieden. Das ist zwar immer noch keine Autorenmedaille, aber das ist eine akzeptable Zeit. Okay. Auf Gras verhält es sich tatsächlich gar nicht so viel anders als das Stadium-Auto, würde ich sagen.
Ja, das war easy. Oh, okay. Multilab. Ah, und jetzt fahren wir die zweite Runde mit dem Rallye-Auto. Interesting. Was ich auf jeden Fall gerade bei dem Sprung gemerkt habe, das Rallye-Auto ist deutlich schwerer. Was? Was? Hä? Das war ja richtig kacke. Und das Gold? Was ist denn da los? Das ist ja unfassbar dumm. Oh Gott. Oh. Das Rallye-Auto ist aber eigentlich relativ angenehm zu steuern auf dem Eis. Also, klar, es ist immer noch Eis, es ist immer noch Kacke. Aber im Vergleich zu dem Stadium-Auto und dem Snow-Auto ist das Rallye-Auto auf Eis eigentlich angenehm. Okay. Das ist einfach nur quasi Stadium Auto of Dirt. Das sollte machbar sein, weil das ist eine Sache. Das ist ja nichts Neues.
Ja, das war relativ easy. Okay, jetzt haben wir nasse Reifen. Wow, okay. Okay, wir kommen der Sache näher. Ganz ehrlich, mit den nassen Reifen erinnert mich das so ein bisschen. Ja, doch, auf jeden Fall. Mit den nassen Reifen erinnert mich das so ein bisschen an Need for Speed Underground. Von der Steuerung her. Da sind die Autos auch immer relativ leicht ausgebrochen. Immer so in so einen leichten Drift rein. Daran erinnert mich das. Ja, nochmal ein bisschen verbessert. Ich dachte mir, ein bisschen was kann ich da noch rausholen. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht für die Autorenmedaille reicht, aber... Ja. Oh, der Wechsel da jetzt, der war jetzt weird. Der hat mich aus dem Konzept gebracht. Oh. Okay. Snow-Auto. Das bringen wir ja auch mit rein. Sehr gut. Da ist Gold. Okay, jetzt haben wir hier Speed. Okay. Boah. Wir hatten noch nicht wirklich Plastik und Rallye-Auto jetzt, ne? Also auf Plastik habe ich das Gefühl, das ist echt scheiße, das Auto.
Ist jetzt schwer zu sagen, weil ich hier zusätzlich auch noch Reaktorboost habe. Da ist es natürlich jetzt schwer einzuschätzen, wie es sich eventuell verhält ohne den. Ich habe halt auf Plastik, ja, auf Plastik ändert es kaum die Richtung, wenn ich steuere. Ich glaube deswegen wahrscheinlich auch der Reaktorboost, damit man überhaupt noch irgendeine Art von Kontrolle hat auf dem Plastik. Weil ich glaube, ohne den hätte man wahrscheinlich kaum irgendwelche Möglichkeiten zu steuern. Ja, ist schon mal Silber. Okay, das geht aber. Okay, keine Ahnung, wo ich so viel Zeit jetzt noch rausgeholt habe. Aber habe ich. Naja, dann würde ich sagen, haben wir schon einen ganz guten Fortschritt hier gemacht. Und dann machen wir mit Strecke 16 in der nächsten Folge weiter. Und um das nicht zu verpassen, abonniert diesen Kanal. Bis dann.